Der Arbeitsplatz wird schneller zum Tatort, als man denkt. Es überrascht immer noch, wie naiv doch einige Unternehmenslenker und Geschäftsführer an dieses Thema herangehen. Die Tat: Cybercrime. Der Schaden: 203 Milliarden Euro im Jahr. Die Täter passen sich an, wir aber genauso. Für Unternehmen heißt das, Schutz vor Cyberkriminellen wird immer wichtiger. Max in Wiesbaden. In diesem unscheinbaren Haus sitzt ein hessisches Unternehmen, das Hackern den Kampf angesagt hat. Comforte arbeitet weltweit, um die Daten ihrer Kunden vor Cyberangriffen zu schützen. Vor 20 Jahren war das noch einigermaßen einfach, sagt CEO Michael Deissner. So Systeme altertümlicher Art sind tatsächlich, dass man eben seinen Rechner im Keller hatte, das war abgeschnitten dann von der Außenwelt. Man war dann nicht verbunden in der Cloud beispielsweise und da konnte man seine Rechner schützen. Jetzt, jedes innovative Unternehmen muss natürlich auch an dem Datenverkehr teilnehmen und Analysen fahren und Daten auch außer Haus geben. Zu den Kunden von Comforte gehören zum Beispiel Visa oder Mastercard. Hier gehe es nicht mehr darum, ob Hacker an die Kreditkartendaten kommen, sondern wie man es hinbekommt, dass die Hacker mit den geklauten Daten nichts anfangen können. Es ist nicht mehr die Frage, ob ein Unternehmen gehackt oder gebreacht wird, sondern es ist eigentlich nur noch die Frage, wie oft wird es erfolgreich im Jahr gehackt. Und genau dafür ist dieser Paradigmenwechsel jetzt wichtig, dass man eben nicht mehr die Schutzsysteme außenrum um die Unternehmen und um die Daten baut, sondern dass man die Daten selbst schützt, dass wenn diese Daten verloren gehen, dass man damit eben nicht erpressbar wird, dass diese Daten wertlos für Hacker sind. Michael Deissner sagt also, moderne Datensicherheit heißt, nicht mehr ganze Systeme zu schützen, sondern die Daten selbst. Was das übersetzt heißt, erklärt Mitarbeiter Felix Rosbach. Nehmen wir ein alltägliches Beispiel. Ein Kunde kauft in Unternehmen etwas ein. Dabei werden natürlich Daten erzeugt, Kreditkarteninformationen, personenbezogene Daten, die das Unternehmen verarbeiten möchte. Wir helfen, diese Daten zu identifizieren, wir helfen, die Daten zu finden und unsere Verschlüsselung ersetzt diese Daten. Für das Unternehmen ist es nun möglich, auf verschlüsselten Daten zu arbeiten. Wenn allerdings ein Angreifer auf diese Daten zugreifen möchte, dann ist er nicht dazu in der Lage, diese Daten wieder auf den ursprünglichen Kunden zurückzuführen und damit sind sie für den Angreifer wertlos. Die Lösung scheint einfach zu sein, die Realität sieht aber anders aus. Viele Unternehmen in Deutschland sind gar nicht oder nicht ausreichend vor Angriffen geschützt. Im Juni 2022 trifft es in Hessen städtische End- und Versorgungsbetriebe, darunter den Darmstädter Energieversorger Entega. Hacker verschlüsseln die Daten und fordern Lösegeld, ein sogenannter Ransomware-Angriff. Das ging in der Nacht vom 11. auf den 12., also von Samstag auf Sonntag, so gegen 4 Uhr nachts haben die Kollegen das bemerkt. Ziel waren die Benutzerkonten unserer rund 2000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern. Das heißt, in der Hauptsache geht es um E-Mail, aber es geht natürlich auch um Zugriff auf Dokumente, auf Formulare und so weiter. All das, was man auf dem Computer so zum täglichen Arbeiten braucht. Wir werden natürlich wie die gesamte Energiewirtschaft dauerhaft angegriffen, können aber Gott sei Dank die meisten Fälle abwehren. Das ist jetzt bei dem Ausmaß an krimineller Energie, das da an den Tag gelegt worden ist, leider nicht gelungen. Die Strom-, Gas- oder Wasserversorgung war nicht beeinträchtigt. Ein Ransomware-Angriff ist die häufigste Cyberattacke auf Unternehmen. Hacker versuchen in ein Unternehmen einzudringen, Daten zu sammeln und zu verschlüsseln. Hinterher fordern sie für die Freigabe der Daten ein Lösegeld. Im Jahr 2022 sind so laut Bitkom 10 Milliarden Euro erpresst worden. Max beim nächsten unscheinbaren Büro. Wenn ein Angriff in Hessen stattgefunden hat, kriegt er es wahrscheinlich mit. Sebastian Zwiebel ist Staatsanwalt bei der Zentralstelle zur Bekämpfung der Internet- und Computerkriminalität. Er beobachtet vor allem ein Problem. Zu viele Unternehmen denken, uns wird es schon nicht treffen. Bei kleineren bzw. mittelständischen Unternehmen haben wir oft das Gefühl, dass da die Aufklärung noch nicht ausreichend genug ist. Denn der Punkt ist ja, die Schwachstelle Mensch ist exakt das, was der Cyberkriminelle ausnutzt. Also er versucht über die Personen, die dort agieren, ahnungslos eine Mail öffnen, einen Link anklicken, an die Daten zu kommen. Der Faktor Mensch ist entscheidender, als man denkt. Rund 80% der Datenlecks in einem Unternehmen sind auf menschliches Verhalten zurückzuführen. Aufklärung vor betrügerischen Maschen ist deswegen wichtig.
Diese Maschen sind zwar einfach, aber nicht immer durchschaubar. Hacker versuchen oft, das Vertrauen der Opfer zu gewinnen. Durch Telefonate oder persönliche Gespräche bringen sie Mitarbeiter eines Unternehmens dazu, gefährliche Links anzuklicken und Daten preiszugeben. Am Ende steht der Datenklau und wahrscheinlich hat niemand es bemerkt. Angriffe können sich so über mehrere Wochen oder sogar Jahre hinziehen. Auch wenn es aufwendig ist, aufklären lohnt sich, sagt Sebastian Zwiebel. Vor allem jetzt, wo viele im Homeoffice arbeiten. Also sowohl das Täter- als auch das Opferverhalten hat sich dadurch aus unserer Sicht verändert. Die Unternehmen haben dadurch, dass die Mitarbeiter von zu Hause arbeiten, natürlich viel weniger, nennen wir es mal Kontrolle oder vielleicht neutral ausgedrückt, Übersicht über das, was die Mitarbeiter zu Hause tun. Erpressungen, Betriebsspionage, Datenverkauf im Darknet. All das wird in den nächsten Jahren zunehmen. Aber es gibt Möglichkeiten, sich zu schützen. Die wahrscheinlich einfachste davon: nicht jedem Link im Internet trauen und auf Nummer sicher gehen.